Hallo liebe Häkelfreunde, diese traumhafte Frühlingsjacke wird von oben nach unten bzw. von hinten nach vorne gehäkelt. Die Grundform besteht aus 6 Flächen, die im unteren Bereich auf eine einzige Fläche reduziert werden. Durch das Auflösen der Zunahmen entsteht im Rückenbereich ein kecker kleiner Abnäher. Die wunderschönen Abschlusskanten verleihen der Jacke den letzten eleganten Schliff. Die Jacke kann mit Hilfe einer Tuchnadel oder Brosche auf verschiedene Arten getragen werden. Richtwerte zum Verbrauch für die Größen 36 bis 50 und Infos zum verwendeten Material findet ihr auf einer Textseite nach den Intros und bevor ich mit dem Häkeln beginne. Die Anleitung beginnt für alle Größen gleich. Die Angaben für die verschiedenen Größen erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich verwende eine Häkelnadel 4 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen. Die sind das erste Stäbchen und ich häkle in den Ring 12 Stäbchen, sodass wir insgesamt 13 Stäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ihr 13 Stäbchen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen genau 13 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 5 Luftmaschen und häkeln in dieselbe Masche, wo diese 5 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. Das ist ein V. Wir häkeln in jede zweite Masche ein V. Wir lassen eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Jetzt haben wir 2 V, immer eine Masche auslassen und so ein V häkeln. Mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen und es ergeben sich genau 7 V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis jetzt 6 V gehäkelt. Am Ende bleibt ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen übrig. Das normale Stäbchen lassen wir aus und häkeln das letzte V in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Also auch hier ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und es ist ganz wichtig, dass es 7 V sind. Wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in das V. Das ist wieder ein V. Zwischen den V haben wir jetzt 2 Stäbchen
Auf das erste Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Auf das zweite Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Dann folgt ein V ins V. Ein V besteht immer aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. In jedes V der Vorreihe kommt ein neues V. Dann haben wir hier als Basis 2 Stäbchen. Wir häkeln ins erste Stäbchen 2 Stäbchen und ins zweite Stäbchen ein Stäbchen und dann wieder ein V. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig, die Reihe hat mit einem V begonnen und genauso hört sie auch auf. Wir häkeln in die letzte Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Wie gesagt, es sind immer 7 V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 6 Flächen ergeben sich, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir als Basis 5 Stäbchen. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. Und ins V häkeln wir immer wieder ein neues V. Und jetzt folgen wieder 5 Stäbchen zwischen den V. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig und am Ende der Reihe immer ein V in die letzte Lücke häkeln. Und wir wenden die Arbeit, starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir 7 Stäbchen als Basis. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, in alle Vs wieder ein V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe auch diese Reihe mit einem V beendet. Wir haben jetzt 5 Reihen gehäkelt. Das ist die Basis der Jacke und die Form sollte ungefähr so aussehen wie bei mir. Ganz wichtig ist, dass ihr 6 Flächen habt und 7 Ecken. Wir wenden die Arbeit. Ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz besteht aus 3 Reihen. Auch hier beginnen wir wie gewohnt mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Jetzt lassen wir eine Masche aus. Wir haben 9 Stäbchen als Basis. Die erste Masche lassen wir aus. Auf das zweite Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 2 Maschen aus und häkeln wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Wir lassen 2 Maschen aus. Wir landen auf dem vorletzten Stäbchen. Wir häkeln wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Das sieht so aus. Wir haben 3 mal 3 Stäbchen in einer Masche. Jetzt lassen wir die letzte Masche aus und häkeln sofort unser V.
ins V. Das Ganze noch einmal. Alle 6 Flächen sind genau gleich. Wir lassen eine Masche aus. Wir häkeln 3 Stäbchen in eine Masche. Zwischen den Gruppen lassen wir 2 Maschen aus und häkeln wieder 3 Stäbchen in eine Masche. 2 auslassen, dann landen wir auf dem vorletzten Stäbchen vor der Lücke. Das letzte Stäbchen überspringen wir und häkeln unser V in die Lücke. Und das machen wir bei allen 6 Flächen gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch diese Reihe endet mit einem V. Und wir wenden die Arbeit, starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt ganz wichtig, auf dieses Stäbchen vor der Dreiergruppe häkeln wir ein Stäbchen. Dann springen wir in die Mitte der Dreiergruppe und häkeln wieder 3 Stäbchen in eine Masche. Wir springen zur nächsten Gruppe, häkeln immer in die Mitte 3 Stäbchen in eine Masche. Das Ganze auch bei der dritten Gruppe. Und jetzt lassen wir die letzte Masche der Gruppe aus und häkeln auf das Stäbchen vor der Lücke ein Stäbchen. In die Lücke häkeln wir wie gewohnt unser V. Dann wieder ein Stäbchen direkt nach der Lücke und vor der Gruppe. Dann häkeln wir die 3 Gruppen mit neuen Gruppen. Im Moment haben wir 3 Gruppen. Und auf das Stäbchen der Vorreihe häkeln wir ein Stäbchen, dann das V in die Lücke und nach der Lücke wieder ein Stäbchen. Und dann folgen wieder die Dreiergruppen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ganz wichtig, auch am Ende der Reihe nicht vergessen, auf dieses einzelne Stäbchen ein Stäbchen drauf häkeln und dann erst das V ins letzte V. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir, bevor die Dreiergruppen beginnen, 2 einzelne Stäbchen. Wir häkeln auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Dann beginnen die Dreiergruppen. Die sind immer gleich, immer ins mittlere Stäbchen häkeln wir 3 Stäbchen in eine Masche. Im Moment haben wir 3 solche Gruppen. Und jetzt haben wir
beidseitig der Lücke 2 Stäbchen. Wir häkeln also 2 Stäbchen vor der Lücke, in die Lücke immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und nach der Lücke ebenfalls 2 Stäbchen. Und dann folgen wieder die Dreiergruppen und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Reihe. Ganz wichtig sind 2 Stäbchen vor dem letzten V. Wir häkeln auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und beenden die Reihe wie immer mit dem letzten V. Wir haben den Mustersatz jetzt einmal gehäkelt. Wie gesagt, er besteht aus 3 Reihen. Ich mache noch einen Mustersatz mit euch und dieser zweite Mustersatz wird dann stets wiederholt. Und wenn ihr hier jetzt schaut, wir haben hier ein V und hier ein V und jetzt haben wir in den Randbereichen 3 Stäbchen als Basis. Das bedeutet, wir können neue Gruppen bilden. Wir starten mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und jetzt häkeln wir ins mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen eine neue Gruppe mit 3 Stäbchen in eine Masche. Dann springen wir von Gruppe zu Gruppe. Wir häkeln die vorhandenen Gruppen und sehen uns beim nächsten Randbereich, also beim nächsten V wieder. Willkommen zurück. Ich habe die vorhandenen Gruppen gehäkelt. Auch hier haben wir jetzt vor der Lücke 3 Stäbchen und wir häkeln hier ins mittlere Stäbchen eine neue Gruppe. Dann springen wir direkt in die Lücke, häkeln unser V und wir haben jetzt statt 3 Gruppen 5 Gruppen erhalten. Das machen wir bei allen Kanten. Wir haben die 3 Stäbchen als Basis und bilden hier eine neue Dreiergruppe. Dann häkeln wir die vorhandenen 3 Gruppen und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin wieder am Ende der Kante angekommen. Wie gesagt, wenn wir 3 Stäbchen als Basis haben, können wir eine neue Dreiergruppe bilden. Und in dieser ersten Musterreihe springen wir direkt ins V, häkeln ein neues V und auch direkt nach dem V bilden wir wieder eine neue Gruppe und pro Kante ergeben sich jetzt 5 Gruppen, also 2 mehr als vorher und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Reihe haben wir vor dem letzten V 3 Stäbchen. Wir bilden auch hier eine neue Gruppe und häkeln direkt das letzte V. Wir wenden die Arbeit und starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir neben den Gruppen ein einzelnes Stäbchen und da häkeln wir ein Stäbchen drauf. Dann
häkeln wir die vorhandenen Gruppen ab und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch beim nächsten V genau schauen, auf das Stäbchen vor der Lücke ein Stäbchen häkeln, in die Lücke ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen und ein Stäbchen nach der Lücke. Und dann folgen wieder die vorhandenen Dreiergruppen. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr nach der letzten Gruppe noch das einzelne Stäbchen häkelt und dann schließen wir die Reihe mit einem V ab. Wir wenden die Arbeit. Auch die dritte Musterreihe beginnt mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir in allen Randbereichen 2 Stäbchen. Wir häkeln also 2 Stäbchen. Dann häkeln wir die vorhandenen Gruppen ab und dann sehen wir uns an der nächsten Ecke wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Auch hier haben wir auf beiden Seiten 2 Stäbchen. Wir häkeln 2 Stäbchen bis zur Lücke und wir häkeln in die Lücke unser V. Und auch nach der Lücke 2 Stäbchen. Und jetzt folgen wieder die Gruppen und das machen wir bei allen Kanten gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe haben wir vor dem letzten V 2 Stäbchen. Und wir beenden die Reihe wie immer mit dem letzten V. Wir haben den Mustersatz jetzt zweimal gehäkelt und wenn wir jetzt wenden, dann haben wir jetzt 7 mal 3 Stäbchen und wir können 7 Gruppen bilden. Pro Mustersatz kommen 2 Gruppen dazu. Im nächsten also 7, im übernächsten 9 und so weiter. Und wir häkeln so lange weiter und zwar immer ganze Mustersätze, bis eine Kante euren Oberarmumfang erreicht hat oder etwas mehr. Und ich würde immer ganze Mustersätze häkeln. Schaut euch am besten dazu gleich die nächste Einstellung an. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat die benötigte Größe erreicht. Ich habe für die Größe 4042 7 ganze Mustersätze gehäkelt. Ich habe jetzt hier eine Kantenbreite von ca. 32 cm, also etwas mehr als mein Oberarmumfang. Und wenn ihr euren Oberarmumfang erreicht habt und die benötigte Anzahl Mustersätze gehäkelt habt, könnt ihr eine Anprobe machen. Ihr klappt die Jacke so zusammen, wie sie später getragen wird, sodass die Ecken genau aufeinander passen. Ihr steckt euch hier einen Maschenmarkierer durch beide Lücken durch und auf beiden Seiten natürlich.
und dann könnt ihr hineinschlüpfen. Und wenn das locker passt, können wir die Ärmel abteilen. Wenn es noch zu knapp ist, häkelt ihr einen Mustersatz mehr. Und wenn die Anprobe erfolgreich war, dann teilen wir die Ärmel ab und wir verändern gleichzeitig die Form der Jacke. Ich starte mit 3 Luftmaschen und ich häkle in dieses V 3 Stäbchen. Dann haben wir hier die 3 Stäbchen aus der Vorreihe. Hier bilden wir eine neue Dreiergruppe ins mittlere Stäbchen. Dann häkeln wir alle Dreiergruppen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe an der Ecke angekommen. Auch hier haben wir 3 Stäbchen als Basis. Auch hier bilden wir eine neue Dreiergruppe ins mittlere Stäbchen. Und jetzt sind wir bei der Ecke angekommen und wir überspringen eine Fläche, das ist der erste Ärmel, und ich mache das so. Ich lege diese 2 Lücken übereinander und ich häkle ein Stäbchen durch beide Lücken durch. Und dann häkle ich noch 2 Stäbchen in die nächste Lücke. Sodass wir wieder eine Dreiergruppe haben und gleichzeitig haben wir den Ärmel abgeteilt. Hier haben wir wieder die 3 Stäbchen als Basis. Hier häkle ich ins mittlere Stäbchen eine neue Dreiergruppe. Dann häkeln wir bis zur rückwärtigen Mitte, das ist die nächste Ecke, in Dreiergruppen weiter und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe in der rückwärtigen Mitte angekommen. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Wir bilden auch hier vor der Spitze eine neue Dreiergruppe ins mittlere Stäbchen und jetzt häkeln wir in die Lücke 3 Stäbchen. Dann bilden wir über die nächsten 3 Stäbchen wieder eine neue Dreiergruppe ins mittlere Stäbchen und dann häkeln wir alle Dreiergruppen bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der nächsten Ecke angekommen. Auch hier bilden wir über diesen 3 Stäbchen eine neue Dreiergruppe in die Mitte der Gruppe. Dann sind wir wieder bei der Lücke und wir teilen den zweiten Ärmel ab. Ich halte diese Lücke fest und suche die nächste Lücke und lege die 2 Lücken übereinander und häkle ein Stäbchen durch beide Lücken durch. Dann auseinandergeben und noch 2 Stäbchen in die Lücke des nächsten Abschnitts, sodass wir hier wieder 3 Stäbchen haben. Dann
3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen aus der Vorreihe und dann haben wir wieder Dreiergruppen und auch das Ende der Reihe ist ein bisschen anders als bisher und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Reihe haben wir 3 Stäbchen aus der Vorreihe. Wir häkeln ins mittlere Stäbchen 3 Stäbchen in eine Masche, dann häkeln wir 3 Stäbchen in die Lücke und dann suchen wir von unten die dritte Luftmasche und hier häkeln wir ein Randstäbchen und wir wenden die Arbeit und wir haben jetzt alle Zunahmestellen sozusagen verschwinden lassen. Wir haben jetzt lauter Dreiergruppen. Auch unter dem Arm haben wir eine Dreiergruppe und diese Anzahl Dreiergruppen, die wir jetzt haben, die bleibt nun erhalten. Wir starten mit 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen, also ab jetzt nur noch 3 Luftmaschen am Anfang, eine Masche auslassen und in die Mitte der Dreiergruppe wieder eine Dreiergruppe häkeln und auch in jede folgende Dreiergruppe, auch unter dem Arm in diese Dreiergruppe, die wir gebildet haben, 3 Stäbchen in die Mitte häkeln und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe lauter Dreiergruppen gehäkelt, ohne Besonderheiten und auch unter dem Arm einfach durchgehäkelt und am Ende der Reihe häkeln wir auch in die letzte vorhandene Dreiergruppe eine Dreiergruppe und dann häkeln wir in die dritte Luftmasche ein Randstäbchen. Das heißt, ab jetzt geht der Rand gerade hinunter. Ich lege jetzt die Jacke noch einmal schön zusammen, damit ihr die Form seht. Ihr seht, wir haben hier immer noch eine gebogene Form. Das passt so, aber wir haben jetzt keine Zunahmen mehr. Ab jetzt geht das dann mit der Zeit gerade hinunter und auch vorne keine Zunahmen mehr. Hier laufen ab jetzt die Gruppen gerade übereinander. Also einfach diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, genauso wiederholen. Genauso wie wir sie gemacht haben. Die Anzahl der Gruppen bleibt von jetzt ab unverändert und wir häkeln die Jacke hinunter bis zur gewünschten Länge. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Jacke ungefähr auf eine Gesamtlänge von 75 cm gehäkelt. Ab hier geht die Jacke gerade hinunter. Die Teile gehen schön übereinander und jetzt häkeln wir die vorderen Kanten und mit dieser Reihe bestimmen wir die schöne Seite. Bis jetzt hat es keine schöne Seite gegeben. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen und ich häkle in die Lücken jeweils 4 zusammen abgemaschte Stäbchen.
Das heißt, wir häkeln 4-mal ein nicht ganz fertiges Stäbchen und maschen alle Fäden gemeinsam ab. Dazwischen häkeln wir eine Luftmasche. Wir springen in die nächste Lücke und häkeln 4 nicht ganz fertige Stäbchen und maschen alle 5 Fäden auf der Nadel ab. Dazwischen eine Luftmasche. Und das machen wir einmal rundherum, bis wir wieder am unteren Rand der Jacke ankommen. Einfach in jede Lücke, die vorhanden ist, so eine Gruppe häkeln. Und wenn ihr wieder am unteren Rand der Jacke angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. Ich habe auch in die letzte Lücke 4 zusammen abgemaschte Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkle ich in dieselbe Lücke ein Stäbchen, dann kippen wir das Ganze um 90 Grad und wir beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln um das Randstäbchen, das wir soeben gemacht haben, 4 Stäbchen. Wir nehmen die Nadel heraus, suchen uns die dritte Luftmasche, holen uns den Faden zurück und ziehen ihn durch und häkeln 2 Luftmaschen. Dann springen wir in die Mitte der Dreiergruppe und häkeln 5 Stäbchen ins mittlere Stäbchen der Dreiergruppe. Wir nehmen die Nadel heraus, suchen uns den Kopf des ersten Stäbchens, holen den Faden hier durch und häkeln 2 Luftmaschen. Und wir springen immer ins mittlere Stäbchen und häkeln so eine Popcornmasche. Immer 5 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, dann den Kopf des ersten Stäbchens suchen, den Faden durchholen und 2 Luftmaschen häkeln. Und das machen wir die ganze untere Kante entlang und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf jede Gruppe eine Popcornmasche gehäkelt. Nach der letzten Popcornmasche ganz am Rand häkle ich eine Luftmasche und wir drehen das Ganze wieder um 90 Grad. Wir suchen uns hier das Randstäbchen. Da häkle ich 2 feste Maschen und dann häkle ich immer zwischen die Gruppen 2 feste Maschen. Ich springe also von Lücke zu Lücke und häkle 2 feste Maschen. Und das machen wir die vorderen Kanten entlang und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder am unteren Rand der Jacke angekommen. In die letzte Lücke habe ich 3 feste Maschen gehäkelt. Damit wir gut um die Kurve kommen, häkle ich hier unten in die Popcornmasche eine feste Masche und dann häkle ich in jede Lücke 3 feste Maschen. Ich springe in die nächste Lücke und häkle wieder 3 feste Maschen. Und das machen wir die ganze Kante entlang und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier häkle ich
in die letzte Popcornmasche noch eine feste Masche und dann schließe ich mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und ihr müsst alle Kanten ein bisschen stretchen, auch die vorderen Kanten ein bisschen dehnen und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück, ich habe einen Ärmel vorbereitet, ich habe den Ärmel direkt an die Jacke dran gehäkelt, ich habe den Ärmel gerade hinunter gehäkelt und am Ende wieder Popcornmaschen gemacht. Und wie das alles gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Ich befinde mich im Moment auf der schönen Seite der Jacke. Ihr müsst jetzt schauen, ob diese letzte Reihe eine Reihe auf der schönen Seite war oder eine Reihe auf der Rückseite. Die Reihen auf der Rückseite sind erhabener und die Reihen auf der schönen Seite sind glatter und liegen etwas tiefer. Und da bei mir die letzte Reihe eine Reihe auf der schönen Seite war, muss ich die Jacke umdrehen und mit einer Rückreihe sozusagen beginnen, damit wir dieselbe Struktur erhalten wie hier bei der Passe, sodass das quasi in einem Guss gehäkelt aussieht. Und ich werde die Jacke jetzt umdrehen. Ihr schaut, auf welcher Seite ihr die Ärmel beginnen müsst und dann sehen wir uns gleich wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Jacke jetzt umgedreht, sodass diese letzte Reihe eine erhabene Reihe ist. Ansonsten spielt es keine Rolle, auf welcher Seite ihr die Ärmel beginnt, es funktioniert genau gleich. Und wir beginnen unter dem Arm. Wir haben hier unter dem Arm diese Lücke und dann diese 3 Stäbchen. Und hier in diese Lücke steche ich ein, hole den Faden durch, ich mache einen Knoten. Ich häkle 3 Luftmaschen, die sind unser Randstäbchen und ich bilde über diesen 3 Stäbchen eine neue Dreiergruppe, das heißt 3 Stäbchen ins mittlere Stäbchen, dann haben wir vorhandene Dreiergruppen, da häkeln wir in jede Gruppe eine neue Gruppe. Und das machen wir, bis wir wieder unter dem Arm ankommen. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch am Ende der Reihe haben wir 3 Stäbchen. Auch hier häkeln wir eine neue Gruppe ins mittlere Stäbchen. Und dann häkeln wir ein Randstäbchen in die Lücke. Und so sind wir rundherum gekommen und wir wenden die Arbeit. Und ab jetzt funktioniert das genau gleich wie bei der Jacke im unteren Teil. Wir häkeln immer ein Randstäbchen, wir häkeln auf jede Gruppe eine Gruppe und am Ende der Reihe wieder ein Randstäbchen. Das habt ihr schon im unteren Teil der Jacke so gemacht. Die Anzahl der Gruppen bleibt unverändert und wir häkeln den Ärmel gerade hinunter. Ich schreibe euch einen Richtwert oben in die Ecke, aber die tatsächliche Länge findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel auf die benötigte Länge gehäkelt und jetzt mache ich wieder eine Reihe mit Popcornmaschen und ihr müsst darauf achten, dass ihr diese Reihe
auf der schönen Seite der Jacke häkelt. Ihr könnt euch an den Popcornmaschen am unteren Rand der Jacke orientieren. Und ich mache das so, ich häkle zunächst 4 Luftmaschen und dann häkle ich in jede Gruppe 5 Stäbchen. Ich mache eine Popcornmasche daraus und dazwischen häkle ich 2 Luftmaschen. Und das machen wir auf jede vorhandene Gruppe und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf jede Gruppe eine Popcornmasche gehäkelt. Am Ende der Reihe häkle ich eine Luftmasche und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Dann wenden wir die Arbeit, beginnen mit einer Luftmasche und ich häkle sofort auf das erste Stäbchen eine feste Masche. Dann häkle ich eine feste Masche in die Lücke und dann häkle ich in jede Lücke 3 feste Maschen. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. In die letzte Lücke nach der letzten Popcornmasche häkle ich 2 feste Maschen und das ist eine Reihe auf der Rückseite und jetzt müsst ihr schauen, dass die Naht des Ärmels auf der Innenseite der Jacke ist. Ich häkle zuerst eine Luftmasche und steche möglichst weit am Rand durch beide Teile durch und häkle eine feste Masche und dann häkle ich um die Randstäbchen herum jeweils 2 feste Maschen. Achtet darauf, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen und wir schließen die Naht bis unter dem Arm. Dann häkelt ihr den zweiten Ärmel genau gleich und dann ist unsere wunderschöne Jacke fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser eleganten Frühlingsjacke und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.